Gamers XL. Da ich heute die ganze Nacht nur in diesem schönen Loch, in diesem schönen Haus, in diesem beziehungsweise Schloss verbracht habe, bin ich etwas erkältet. Und deswegen hoffe ich mal, es klappt von der Lautstärke her meine Stimme. Weil mich hat's erwischt. Und deswegen, aber es soll uns nicht aufhalten, schöne Let's Plays zu machen von, zum Beispiel von Amnesia. Und deswegen legen wir doch mal gleich los, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Und schauen uns diesen wunderschönen Schrank an. Was ist eigentlich zuletzt passiert? Zuletzt haben das passiert, dass wir sind David, whatever, und müssen einen alten Mann töten, sozusagen. Und uns verfolgt aber ein Schatten, den wir nicht besiegen können. Und wir waren schon früh hier, also unser früheres Ich war schon mal hier. Und jetzt ist es an uns, jetzt habe ich den Namen von dem Typ vergessen, diesen Typ da zu besiegen, weil unser früheres Ich es nicht geschafft hat. Dann sollten wir zu diesem Stein gehen, also zu einem bestimmten Ort. Der ist aber zu, die Raffinerie, und jetzt brauchen wir einen Schlüssel für den Reinkeller, um die Chemikalien zu holen, um daraus unsere Säure zu entwickeln, dass wir dann dort rein können. Und deswegen sind wir jetzt hier. Katalog, Katalog. Habt ihr auch ein bisschen Angst wie ich? Die Stimmung ist hier mir nicht so geheuer. Ich schau mal ein Lichtlein an, dass man sich beruhigen kann. Hier liegt auch was. Wilhelms Vertrag. Hiermit bitte ich Alexander, den Baron von Brennenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brennenburg, meine Dienste dem preußischen Königshof sowie den Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm Haus Gerrich. Jetzt weiß ich auch wieder den Namen. Und zwar ist der Typ, den wir töten müssen, Alexander. Und hier ist ein Stuhl umgekippt. So. Schön verpackt. Und er scheint anscheinend böse zu sein. Oder hat irgendwas gemacht, was nee nicht so toll ist. Deswegen. Oder was unser früheren Ich nicht so gefallen hat. Was er genau gemacht hat, das wissen wir jetzt noch nicht. Werden wir aber noch erfahren. Weil bis jetzt ist es noch nicht ganz blind. Also ich habe noch, manchmal habe ich keine Ahnung, wo es weitergehen soll, aber die Stellen kenne ich noch. Erst nach der Raffinerie wird es komplett blind, auch für mich. Nicht nur für euch. Ich weiß aber, was hier passiert, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig. Studie. Was ist eigentlich dieses Geräusch im Hintergrund? Geht auch nicht gerade sehr schön. Ja. Schön. Oh, man kann sogar Kamine anzünden. Ich glaube, das Bedürfnis habe ich nicht. Das sieht eigentlich so aus, als wäre es hellig am Tag. Wenn man mal aus den Fenstern guckt. Und aber irgendwie ist ein bisschen schmutzig, das Fenster. Ah, seht ihr auch diesen Grafikfehler? Irgendwie habe ich gerade Kräppchenbildung. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered.
Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Daniel, wo habe ich David zu dem gesagt? Der Daniel ist nämlich, bisher war im Auftrag von Alexander auf einer Forschungsreise in Ägypten. Und dabei haben sie viele alte Sachen entdeckt. Ah, ich habe Zündhölzer wie nix. Ich glaube, ich mache einen Laden auf, so. Zündhölzer for free? Ah. Ich bin halt gerade verwirrt. Irgendwie habe ich gerade... Entweder mit meiner Grafikkarte gerade nicht, oder ich habe andere Probleme. Das ist übelst. Ich hoffe, das sieht man nicht im Video. Das sieht echt grausam aus. Ah, ich hoffe, das geht. Und er scheint jetzt eingeschlossen zu sein. Deswegen... Also es gibt ja davon 3 Teile von dem Tagebuch. Und ich was im weiteren Verlauf noch. Ich mag hier nicht sein. Alte Bände. Ja. Schön. Wie toll. Ein Klavier, was spielt, obwohl keiner da sein sollte. Liebe ich es. Genau, deswegen habe ich kein Klavier zu Hause, damit das nicht passieren kann. Wusch. Nicht der Daniel, der ist stark, der kann Kisten heben, sehen sie aus. Nichts, aber wusch. Der Daniel, der ist Hulk. In schwarz. Ich habe das Gefühl, dass es... Schön. Ich habe das Gefühl... Was hast du, Daniel? Das Licht. Das Klavier kam von hier, oder? Mal zumachen. Toll, geht nicht. Was ist hier? Nix. Gut. Ist er nicht. Ist auch ein sehr schönes Bild. Jetzt können wir rausgucken. Und wir sehen Nebel. Bäumchen. Nebel und Bäumchen. Wir sind in Nebelburg. Brennburg. Wir sind hier durchgegangen. Na gut, dann geht's hier weiter. Hier ist auch wieder ein Loch in der Decke. Da läuft der rum, der läuft auf dem Dachboden rum. Gut, das gefällt mir noch weniger, weil hier ist ein Loch, der heißt, das könnte ja kommen. Nicht schön, nicht schön. Also ich hoffe mal, die Lautstärke ist gut genug, damit man das auch hört, was für Geräusche sind. Weil bis jetzt kommt der Grusel von Amnesia eher durch den Sound. Und der ist eher
Down. Oh. Steine bluten. Arme Steinchen. Na, hier ist ja noch ein Klavier. Schön. Ich liebe Horrorfilme mit... Horrorfilme, Horrorspiele. And whatever. Wo Musikinstrumente einfach anfangen zu spielen. Schön. Gut, also wir sind sicher, hier bleibe ich auch jetzt, weil hier uns kann keiner mehr angreifen, weil wir kommen nicht raus, also da kommt auch keiner rein. Schön, oder? Finde ich auch. Die haben echt Probleme mit Steinschlag. Ich würde hier nicht wohnen. May 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Wie ist unser Geisteszustand? Die Hände zittern. Das heißt, ich mach mal Licht an. Damit wir uns beruhigen. Ja, also ich habe jetzt irgendwie nicht richtig verstanden, wer das gesagt hat. Also da es um dass er eingeschlossen ist, also dass Araber die Steinplatte erhoben haben, damit er befreit wird, erinnert an Daniel, was ihm passiert ist. Die Stimme aber hingegen erinnert eher an Alexander. Wer von den beiden ist das jetzt eigentlich? Wer hat das Relikt gefunden und was ist das Relikt? Weil ich glaube immer noch, der ganze Spuk hier, der hier herrscht, ist wegen dem Relikt oder irgendwas auch immer, hat das verursacht. Weil wir haben ja auch in den Chemielaboren gesehen, dass Alexander oder auch ziemlich eifrig am Experimentieren war. Also hat er sich öfters mal mit solchen Dingen beschäftigt. Deswegen kann ja sein, dass der auch daraus dann was Böses entstand. Oder er wollte Macht haben oder so. Und deswegen sollen wir ihn töten, dass wir das Böse zu besiegen. Anscheinend. Also ist meine Vermutung. Ich habe wie gesagt, blind und nicht durchgespielt. Alles nur geraten. Weiß nicht, ob es stimmt. Wir können ja Wetten abschließen. So. Mittelpreußen. Jetzt eine Lupe. Ein Bildschirm. Ich brauche die Windows-Bildschirmlupe jetzt. Genau. Das ist Preußen. Hier unten ist Sachsen. Nee, Quatsch. Doch, das ist Deutschland. So. Das ist Sachsen. Nee. Das ist so schwer zu erkennen. Also, genau. Wenn hier Hamburg ist das die Elbe? Weswegen? Gott, wir lassen es. Geografischer Unterricht für Dumme.
Das Headset breche ich aber nicht mit der Hand. Was nehmen wir da? Also Geschichtsunterricht für Dumme, also raten, wo liegt Sachsen, wo liegt, also das ist Deutschland, so, das ist Deutschland. Das ist Preußen oder das ist Ostpreußen? So. Und hier, und da sind wir mal dieser Splitter, das ist alles nach, oder beziehungsweise vor Napoleon. Das war ziemlich, ein heiliges Durcheinander. Lass mich in Ruhe. Deswegen war Preußen im Grunde extrem ein großes, starkes Reich, aber auch ziemlich zersplittert. Also es gab viele Probleme innerhalb durch diese Zersplitterung. Und deswegen auch weil Preußen ziemlich veraltete Techniken hatten, hat auch Preußen gegen Napoleon verloren. Erstmal, bevor sie sich dann zusammengeschlossen haben und pipapo. Wir kennen es doch alle aus dem Geschichtsunterricht. Will ich doch mal hoffen. Wenn nicht, Aufklärung bitte anfragen. Ihr habt's gehört, oder? Ihr habt's gehört. Ihr habt's auch gehört, oder? Bitte, habt's auch gehört. Hier hat jemand Klavier gespielt. Oder? Hab ich gerade notiert. Notizen. Vertrag. An sich selbst, Umlage und der Chemiker. Nee, das ist es nicht. Tagebücher. Hä? Das haben wir doch nicht gelesen. Warum haben wir das jetzt plötzlich? Hier rausfinden, Tür zum Griff versperrt. Finde den Schlüssel zum iCat. Hä? Was hat er notiert? Oder habe ich einen Zettel gefunden? Zu machen. Mit dir spielt keiner Klavier. Wenn ich nicht dabei bin. Und mich hier erschrecken möchte. Hier. Oh, grausam. Ihr habt's auch gehört, oder? Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich will nicht blöd werden. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wars. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Okay, die Story, also erstens bin ich verärgert, dass mir hier zwischengefunkt wird, wäre ja nicht ja Quatsch. Oh, hier ist noch was. Also, jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Also, anscheinend hat Alexander auch gegen den Schatten gekämpft. Weil sie ja gesagt haben, Brandenburg wird den Angriff des Schatten nicht überleben. Und beziehungsweise jetzt so in seinen alten Gebäuden so nicht standhalten nach dem Angriff des Schattens. Warum sollen wir dann Alexander töten, wenn er auch eigentlich gegen den Schatten kämpfen möchte? Also was ist da geschehen? Also ist Daniels altes Ich vielleicht doch böse und wir sollen den Guten töten, um den Schatten den Sieg zu gönnen und so weiter? Was ist da genau los? Also das frage ich mich gerade. Ich hoffe, ihr fragt euch das auch und ihr guckt nicht auf Wikipedia nach, um das rauszufinden. Ja, so böse bin ich. Sonst müsste man nicht zur Schule gehen, wenn man alles im Internet nachlesen könnte. So läuft das nicht. Nee, was wollte ich sagen? Was hab ich vergessen? Ah, scheiße. Toll. Gut, also stammern wir. Nee, ich würde irgendwas sagen. Nee, egal. So. Jetzt sind wir nicht. Ich hab mich nicht Wut. Bleib hier. Wut und wir schlagen jetzt hier. Ah, das hilft nicht, oder? So geht's auch. Mit so einem kleinen Ding. So. Was habe ich hier? Durch Wut habe ich hier meine Heilkräfte eingesetzt. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Ah, das war doch Alexander, der da gesprochen hat. Ist nämlich die Tür, die wieder rauszieht.
wenn ihr hier sieht. Also es war doch Alexander, der dieses Relikt gefunden hat und dann eingeschlossen wird. Aber Danny hat auch davon, also entweder wurden beide eingeschlossen oder so. Also die beiden waren sehr miteinander befreundet. Also irgendwas hat Alexander gemacht, dass der Danny ihn töten möchte. Also wir haben noch deswegen, es ist unser erstes, jetzt müssen wir hier durchkommen, erstmal hier rauszukommen und dann einen Schlüssel dazu zu finden, um dann da genau, also jetzt erstmal viele Rätsel, wir müssen also das erste Rätsel anscheinend lösen. Wir haben noch 10 Minuten Zeit, deswegen schaffen wir das eigentlich. Was ich sagen wollte, und mit unseren Heilkräften haben wir hier ein Loch reingebaut. So. Jetzt wird das nächste finden. Das nächste. So, das war ein Rätsel. Sau schwer, ich weiß. Ihr habt lange drüber nachgedacht, ob ich das schaffe. Kann ich verstehen. Ich saß da auch stundenlang dran, bis ich verstanden habe, wie es geht. Ja. Ich bin toll, ich weiß. Ich hab's geschafft. Perfekt. Ja, toll. So, jetzt habe ich den Schlüssel gefunden. Ich mag ja nicht sein. Hier sind böse Leute. Bezüglich der Schließung des Weinkellers. Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschung lange genug gefährdet mit ihrem selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Der Schultheiß hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brennburg folgen. Ich muss Wilhelm und seine Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt, meinetwegen können sie verrotten. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben, das würde in gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Vergessen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Also anscheinend hat wirklich Alexander irgendwas Böses gemacht, was er vor der Öffentlichkeit, also vor dem König von Preußen, geheim halten möchte. Und als der König von Preußen eine Untersuchung hier angeordnet hat, wollte er verstecken, was er hier getan hat, und hat deswegen den Weinkeller zugesperrt. Und sie mit, wie ihr dann auch bald erfahren wird. Da wird auch noch was Schreckliches passieren in der Hinsicht. Also die Frage ist wirklich, was hat er getan und was meint er mit menschlichen Gefäßen? Also anscheinend hat Alexander mit Menschen experimentiert. Und an uns liegt es jetzt, herauszufinden, warum, weshalb und wie wir Alexander besiegen können, beziehungsweise der Schatten, der auf uns zutritt. Deswegen immer noch die Frage bleibt, warum der Schatten auch gegen Alexander gekämpft hat. Das wäre die Frage. Und mit dieser offensichtlichen Aufklärung der Sache und dem Weinkellerschlüssel, wir müssen nämlich dann da durch, weil es ist ja zugesperrt und wir werden tolle Dinge sehen, die nicht so schön sind und wir nicht sehen wollen. Wirklich nicht. Liegt es jetzt an uns, erstmal eine Pause zu machen, erstmal durchzuatmen und den Horror zu vergessen. Also, bis dann. Tschüss.